Schön, dass ihr alle da seid und ich freue mich besonders, heute einen Gast bei mir zu haben, den ich ehrlicherweise heute das erste Mal physisch in den Arm nehmen konnte und das haben wir ganz, ganz innig gemacht, denn Turia, die neben mir sitzt, hat etwas kreiert vor vielen, vielen Jahren, was mein Leben fundamental verändert hat. Sie ist nämlich Gründerin eines Workshops, den es mittlerweile auf der ganzen Welt gibt, der Menschen unglaublich viel Tiefe bringt und wirklich in die Heilung kommen kann. Und ich habe dann gesagt, bevor ich euch davon erzähle, was übrigens auch verboten ist, lade ich die Frau ein, die es erfunden hat und hole sie hier ins Studio. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass du der Einladung nachgekommen bist. Danke, dass du extra nach Basel geflogen bist. Und ja, ich bin gern gekommen und habe mich wahnsinnig gefreut, dich zu treffen. Ich hatte sofort von Anfang an so ein Gefühl, ja, irgendwie ist eine gute Verbindung. Ja, das wusste ich gleich von Anfang an irgendwie. Und dann hier sowieso, hier ankommen, ist ja nochmal ein riesiges Geschenk. Einfach diese Kreativität und also finde ich ganz toll. Wir sprechen ja gleich über das, was du entwickelt hast, was ihr entwickelt habt. Come as you are. Also aus dem Moment heraus, nicht aus dem, was war, was sein wird, sondern wie du jetzt gerade bist, in diesem Raum Platz zu finden. Dann kommen diese Fragen erst richtig los, in Gottes Namen. Wer bin ich denn eigentlich? Was jetzt mit meinem Beruf, was mit dem, an den ich alles, wo ich alles angehaftet bin? Genau. Das ist eine total schwierige Frage. Ja, und sich davon, das überhaupt erstmal zu sehen, ja, und dann zu gucken, ah ja, das bin ich auch, aber nicht nur. Und wer bin ich eigentlich wirklich und wofür bin ich eigentlich hier? Was ist meine Aufgabe, die ich hier erfüllen soll? Die Seelenaufgabe, ja, nicht die irdische. Genau. Ja, und das Ego ist halt wahnsinnig intensiv. Wir wollen anerkannt werden und gesehen vom anderen und der andere soll mich lieb haben und der andere soll dies und hü und hot machen. Ja. Aber sind wir immer da draußen, ne? Du hast nie das Gefühl, Total. Und wenn wir auf deinen Namen gucken, auf diese 4 Ebenen, also es ist ja nicht nur Familie, Freunde, Bekannte und der Kampf im Inneren, es ist ja auch noch gesellschaftliche Erwartungen. Ja, vom natürlich. Berufsinformationszentrum, wo die Leute ihre Stärken eingeben, dann kommt Florist. Ja, sagen die Leute, werde ich halt Florist und haften das an ihr Leben 40 Jahre. Genau, ganz genau, ja. Und kommen dann zu dir und merken plötzlich, und das ist übrigens auch richtig anstrengend, ich habe es ja live gesehen an mir und an anderen, Moment mal, was ist, wenn ich das überhaupt nicht bin? Was ist, wenn das was Konstruiertes ist? Da muss ich ja wieder bei mir gegen eine ganz, ganz große Wand selber. Und das ist nicht so einfach, Nein. Klarzukommen. Ne? Das braucht dann die Liebe zur Wahrheit einfach. Ja? Du musst dann irgendwas in dir haben, was gerne gucken möchte. Und das wollen nicht alle Leute. Ne? Für manche Leute ist das zu viel und die gehen dann zurück zu der alten Identität, die auch okay ist. Ist ja auch in Ordnung. Ich finde das auch nicht falsch. Ja. Ne? Aber ich habe immer gewusst, da muss ich einfach weitermachen. Ja? Das ist eine gute Brücke, muss ich weitermachen und zu diesem Inner Calling. Also wir haben ja gerade auf deiner Reise schon gesehen, du hattest den inneren Ruf, im Postbus in die Welt zu gehen und dann eben auch bei Osho zu bleiben, zu lernen, tiefer zu gehen. Bei dem, worüber wir euch jetzt etwas erzählen möchten, glaube ich, ist es extrem wichtig zu sagen, dass du dafür diesen inneren Ruf brauchst und dass wir hier nicht über einen Wellness-Trip sprechen, wo wir gemeinsam Händchen haltend meditieren und nackt um die Sonne tanzen, weil das ist es nicht. Ihr habt etwas kreiert vor vielen, vielen Jahren, was Menschen wie mir und vielen, vielen anderen in der Tiefe, wirklich in der Tiefe fundamental eine Veränderung bringen kann. Und da musst du ganz bewusst hingehen, weil sonst, glaube ich, wird es richtig hart. Ja. Lass uns über Path of Love sprechen, was ursprünglich mal anders hieß. Fangen wir mal da an. Ich habe ja mittlerweile ein bisschen Research gemacht, weil ich bin ja einfach irgendwie da gelandet. Ja. Das hieß ja mal anders. Ja. Wir waren in Amerika, Osho ist ja gestorben in den 90ern und dann nachdem Osho tot war, haben wir alle gedacht, wir sind erleuchtet. Wir haben das Gelbe vom Ei gegessen und so. Und dann, um dann festzustellen, dass eigentlich alles, was da passiert ist, lief auf seine Präsenz. Ne? Und dann, wenn du da rausspringst, hast du gar nichts, ist erstmal gar nichts. Ne?
Das ist auch spannend. Das heißt, das war ja auch eine gewisse Form von Anhaftung von diesem Konstrukt wieder. Total. Ne? Plötzlich gehst du raus und denkst, oh ja, wer bin ich dann eigentlich? Überhaupt nichts. Da ist keiner, der dieses riesige Feld hält Und die anderen sind Huha weg. machen. Ne? Ja. Und da fing dann die Reise an. Und da kam Miracle of Love rein, das sie in Amerika geführt haben, Kalindi und Lady Gail. Und dann, wir haben dann beide da den Prozess gemacht und fanden das total gut, weil du ich habe immer gedacht, man kann sich jetzt in den Himmel meditieren. Jetzt, wenn ich jetzt lange noch meditiere, ist alles okay. Ne? Sehr schön. Aber ja, ich weiß, es geht vielleicht auch. Aber da hast du dann plötzlich, die haben dann nochmal mit den Gefühlen gedealt. Ne? Die sind wirklich nochmal in die Gefühle gegangen, in das Longing reingegangen, in die Tiefe von jedermanns Schmerz, der auch da ist. Ne? Immens großer Schmerz. Immens. Ne? Der übrigens in unserer Gesellschaft ganz, ganz oft weggedrückt wird. Ne? Bei Männern und Frauen, bei uns allen. Eigentlich immer weggedrückt wird. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist aufgebaut, dass man den nicht spürt. Ne? Und natürlich, einer von meinen Sufi-Lehrern hat immer gesagt, ja, dein Herz muss brechen. Nicht nur einmal, sondern viele, viele Male, damit du eigentlich lernst, was wirkliche Liebe ist. Ja? Das ist mir immer hängen geblieben. Es muss brechen, damit du lernst, was wirkliche Liebe ist. Ja, und aber mehrfach. Ja, der war so ganz relaxed damit, weißt du, So wie ich beim Path of Love. Ja, weißt du, wo ich dann, oh nein, und dann hat mich verlassen. Ja. Oh. Also, very good, sehr, sehr gut. Das muss passieren. Ja. Und zwar nicht nur einmal, sondern viele Male. Ne? Wir verstehen es halt immer erst im Rückspiegel. Ne? In dem Moment ist richtig blöd. Ja. Aber das hat mir so ein Verständnis geschafft, für das Schmerz eine Tür ist zu unserer Essenz. Ne? Wir können das nicht vermeiden. Nee. Ja. Und ihr habt was kreiert, wo Menschen bewusst hinschauen. Richtig? Ja. Ein Raum, einen magischen Raum, wo Menschen aus aller Welt zusammenkommen. Was das Tolle ist, wir haben es wirklich international aufgebaut, was ich total gut finde. Nicht nur Deutsch oder nur Englisch oder sondern international. Und eines der Grundsachen, die wir aufgebaut haben, ist, dass du lernen musst, ehrlich zu sein. Ja, das ist so ganz, ganz schwer für Leute. Ne? Weil wir lernen natürlich nicht ehrlich zu sein. Wir werden belohnt zu Hause, weil wir Mama sagen, dass wir sie lieb haben, obwohl wir sie gar nicht lieb haben. Ne? Ja. Wir wollten eigentlich sagen, du, was immer. Ne? Und wir müssen lernen, mit uns selber ehrlich zu sein, weißt du, mit den Gefühlen ehrlich zu sein, da sich zu zeigen, sagen, hallo, hier bin ich bin wütend. So what? Und die einzuladen und denen halt Raum zu geben. Klingt alles so einfach? Ja. Geht so. Genau, auf Bali geht so. Hast du es schwer gehabt damit? Okay, lassen wir erstmal die Katze aus dem Sack, weil ich war ja vor ein paar Monaten dort. Und tatsächlich hatte ich aber auch dieses Inner Calling, ich muss dahin. Muss aber dazu sagen, ich war einmal feige, habe mich wieder abgemeldet, weil ich Angst hatte hinzufahren. Und das zweite Mal wurde es aufgrund der Israel-Problematik abgesagt oder verschoben. Hast du gedacht? Ja, aber das war übrigens auch eine super tolle, super Ego-Struktur von mir, weil ich dann gesagt habe, mir und auch anderen, ach guck mal, das soll wohl nicht sein. Genau, Existence möchte nicht. Genau, the Divine, das Universum, das kann ich mir auch im Super-Ego super schön auf den Tisch legen, weil die Karte hat gesagt, die Glaskugel hat gesagt, ich habe in der Meditation gesehen, ich will da nicht hin. Toll. Und irgendwas in mir, ein guter gemeinsamer Freund von uns beiden, Christian Gärtner, den ich seit 20 Jahren nicht nur als Freund habe, sondern als ganz, ganz engen Seelenbuddy, der hat ganz unaufgeregt immer davon gesprochen. Und ich bin ganz ehrlich, in den ersten 3 Gesprächen, ich war nicht ready. Ich konnte das nicht greifen, was er sagt. Und irgendwann habe ich dann angefangen nachzufragen. Und er hat mir damals gesagt, das war das Lebensveränderndste, was er jemals gesagt hat. Was er jemals erlebt hat. Ja. Was glaubst du, war meine Antwort darauf? Das sagen alle von allen Seminaren. Ja, genau. Auch er von seinen und ich von meinen. Ja. Und little did I know. Ja, dann habe ich mich angemeldet und war
eine Woche Teil des Raums, den du kreiert hast. Und es hat tatsächlich mein Leben fundamental auf den Kopf gestellt. Hättest du mir vor 3,5 Monaten gesagt, dass mein Lebenstraum sich dahin verändert, dass ich nicht mehr vor 30.000 Menschen in einem Stadion spreche, sondern mit 12 Menschen in einem Raum Magie kreieren möchte, unbezahlt, hätte ich dir gesagt, auf gar keinen Fall. Und, toll, oder? Ja, toll. Aber währenddessen geht's so. Währenddessen habe ich gesagt, oh Gott, guck mal, ich schwitze schon. Das ist lustig, weil mein Körper hat das gespeichert. Ne? Ja. In Erarit. Vielleicht sprechen wir ein bisschen drüber. Also man darf nichts verraten, die Regeln hast du ja aufgestellt. Also wir sagen jetzt nicht, was man danach macht, besser so. Aber ein bisschen können wir vielleicht erzählen. Ja, ich meine, es ist einfach ein intensiver Prozess, wo du dich mit dir selber auseinandersetzen musst. Warum bin ich hier? Wonach sehne ich mich wirklich? Ja, was ist wirklich die Erfüllung meines Lebens? Wir sind hier nur für eine kurze Zeit. Und wir verplempern sie mit so vielen Dingen, Belanglosigkeiten. Die vollkommen belanglos sind. Und das wirklich zum Punkt zu bringen. Und dafür brauchen wir eine Struktur. Ja, also wir haben kein iPhone, wir haben keinen Computer, wir haben kein Telefon, wir sind in den Pausen in Silence. Also wir brauchen alle Kraft, um da hinzugucken. Ja, weil da gehen wir nicht so gerne hin. Für mich als Redner total einfach, eine Woche nichts zu sagen. Nicht zu reden. Nicht zu reden. Oder nur auf Ansprache. Man muss ja sagen, man darf ja reden, aber nur wenn man angesprochen wird. Das können wir vielleicht auch verraten. Dann kriegst du so ein Schildchen, ne? Und da steht dann in Silence. Und damit sieht man sich dann im Spiegel und denkt sich so, oh Gott, das wird aber ganz schön laut im Kopf. Ich glaube, das ist einer der ersten Prozesse. Das ist ja unfassbar laut im Kopf. Ja, da kommt man dann natürlich an die wirklichen Sachen ran. Ne? Das ist laut im Kopf und du fängst dann an zu fühlen. Ne? Und dann merkt man, dass wir uns abgeschnitten haben von dem, was wesentlich ist in uns. Und das ist unser Herz halt. Ja? Wir machen den Laden einfach dicht. Ja. Und da machst du es wieder auf. Ja. Ich habe es im Nachgang, mich hat jemand in einem Interview gefragt und ich habe verraten wirklich nichts, wie ich es beschreiben würde. Es ist ein bisschen so, wenn ich mir in einem Konstrukt, das jetzt wieder sehr menschlich, den Himmel vorstelle, gab es da Elemente davon, wo ich die absolute Verbundenheit übrigens erstmalig in meinem Leben gespürt habe. Und ich habe schon viele Dinge ausprobiert. Glaube ich. Was Schützen halt so machen. Ne? Ja. Also, und da wirklich in der Essenz, ohne irgendwas eigentlich aus uns erschaffenen Raum da ranzukommen, das hat mich wahnsinnig berührt. Und vielleicht noch einladend und warnend, du arbeitest mit einer ganz kleinen Gruppe und es geht ganz viel darum, dich so zu exponieren, wie du bist. Nicht, wie du denkst, wie du bist oder... Nicht, wie du gerne sein würdest. Ja. Und dich wieder anfangen zu fühlen. Wir Total. fühlen ja nicht wirklich. Ja? Wir denken, wir sollten fühlen. Oder wir fühlen nicht wirklich, was wirklich los ist. Und dann ist es so schwer für Leute zu spüren, dass wir den Laden dicht gemacht haben. Und das passiert eigentlich jedem. Weißt du, du bist verlassen, jemand geht weg, jemand hat einen anderen Lover, jemand stirbt. Es passiert ja ununterbrochen in unserem Leben Momente, wo wir einfach dicht machen. Und dann lieben wir ein bisschen weniger. Ja, jedes Mal. Und dem nächsten Partner bist du dann ein bisschen mehr misstrauisch, ein bisschen mehr dies. Und es wird kleiner. Das Leben wird auch kleiner. Ja. Und diese Tür da wieder aufmachen und da wirklich spüren, was ist da wirklich los. In diesem kleinen Leben werden wir ja oft auch noch saugut. Ne? Weil wir genau das immer wieder tun und so perfektionieren, um an bestimmte Dinge nicht ranzugucken oder ranzugehen. Ja. Also ich will das jetzt auch nicht komplett romantisieren, was da abgeht. Ich habe die ersten 3 Tage durchgehend geweint. Ich wusste aber nicht mal, wo das herkommt. Es gab eigentlich gar nichts zu weinen, also zumindest nicht da. Und ich hab keine Ahnung, da kam von Jahren, kam das hoch. Dir gibt ja auch niemand die Erlaubnis, da kommt ja keiner und sagt, jetzt kannst du weinen, sondern
es geht darum, dass du plötzlich diesen Raum hast für dich, wo plötzlich alles, eigentlich wie ein Kind, weil wenn ein Kind so ist, dann ist es halt ganz traurig oder ganz fröhlich. Ich versuche es in meinen Worten zu beschreiben, du kannst es natürlich viel besser. Wir haben natürlich auch immer einen Staff da. Wir haben Ja. ja genauso viele Leute Staff, fast Leute wie Participants sind. Und die halten wirklich einen Raum, der ohne Verurteilung ist. Ja? Wie groß ist die Gruppe? Bei uns waren es so 30, würde ich sagen. 30. Wie viel wart ihr? Normalerweise machen wir 40, aber Ja, vielleicht, ja, es kann der sein. Bali-Platz ist halt klein. Da Ja, passen also nicht so ich viel rein, schätze ne? 30 Teilnehmer und 30 Mann Ja, Crew oder Staff. so um den Dreh rum ist es immer so. Ne? Ja. Und die Leute kommen einfach wieder. Ich komme auch wieder. Ja, wann Ja. kommst du? Verrate ich jetzt nicht, aber ich komme wieder. Ja, super. Sage ich nicht laut, weil ich will denke nicht, mir dass schon. jemand sich dann irgendwie eingeschüchtert fühlt Nein, oder nein, so nein, oder nein. unter Druck gesetzt. Aber die Leute kommen einfach wieder, weil sie einfach in Service sind und da sein wollen und diesen Raum kreieren für Leute, wo Heilung passieren kann. Ja. Mhm. Also Und das ist eine wunderbare Übung für den Staff, auch nicht zu urteilen. Ja? Und ich denke immer, du kannst nur gut mit Menschen arbeiten, wenn du nicht urteilst. Ne? Ja. Sobald du urteilst, bist du weg vom Fenster. Ja? ich glaube, das ist das Liebevollste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe und mit so wenig Bromborium, wie man bei uns sagt, sondern Menschen, die mit einem offenen Herzen für andere Menschen in einer Form da ist. Das hat mir mein Urvertrauen wiedergegeben. Ich war da schon echt misstrauisch, was Menschen angeht. Und ich habe dort diese Verbindung zu dem, was Vertrauen ist, wieder aufgebaut. Bei der Übung sagen wir jetzt nicht, aber ich habe in meinem Kopf gedacht, okay, jetzt ist es soweit. Und aber vielleicht gehen wir noch einmal kurz neben der... Ja. Aber das freut mich natürlich zu hören. Ich meine, das macht mich, dafür machen wir die Arbeit. Ne? Und das sagen so viele Leute, kommen raus und sagen einfach, das hat mein Leben verändert. Mhm. Ich habe früher in meiner Arbeit, als ich Mentoren oder Gurus gefolgt bin, auch gestafft. Ich habe bei einem amerikanischen Trainer mit Klettband so diese kleinen Fussel vom Teppich geholt. Aber auch da hättest du mir vor 3,5 Monaten gesagt, dass ich auf meine Kosten eine Woche nach Bali fliege, um an den Ort zurückzukommen, wo ich das erlebt habe, um dort zu dienen, auch im Schweigen. Wahrscheinlich hätte ich es nicht greifen können. Und es gibt jetzt eigentlich kein höheres Verlangen in mir, als das zurückzugeben und auf Knien Danke zu sagen für die so mutig sind, sich dem zu stellen, da drin. Ja. Aber die Leute sind mutig, aber es gibt immer wieder Leute, die an dem Punkt sind. Die einfach du hast irgendwas innen drin zieht. Ja. Ne? Und du hast vielleicht einen Mann, Kinder, Auto, zweite Auto, whatever, Haus irgendwo. Aber irgendwas sagt immer, da ist mehr in diesem Leben. Da ist mehr, wofür ich hier bin. Ja? Wenn wir an diese Stimme einmal gehen, die ist ja auch bei jedem in unterschiedlicher Frequenz. Manche sagen ganz laut, oh, ich muss das machen, und bei manchen ist es ganz, ganz leise. Mein Buddy, man arbeitet dort auch mit einem Buddy, die hat da vor 30 Jahren das erste Mal von gehört und hat 30 Jahre gebraucht, um dort zu landen. Hat ein Buch von einer US-Amerikanerin gelesen, die beim Path of Love war vor 19 Jahren, die dann darüber geschrieben hat, im Ergebnis, was es mit ihr gemacht hat. Hat sich immer noch nicht getraut, war aber dann 2025 im Januar dort. Also diese Wege sind, ja, weil dann war der Moment halt da. Ja. Dem muss man auch vertrauen. Ne? Wie würdest du es denn beschreiben, die Woche? Das ist immer wahnsinnig intensiv, ne, weil wir auch als Staff-Team, also als Facilitator-Team, wir treffen uns vorher, wir haben 2 Tage vorher Vorbereitung, wir setzen uns auch mit unseren Sachen auseinander. Ich meine, das, was du den Leuten sagst, musst du auch selber, you have to walk your talk. Ne? Du musst damit auch wirklich ehrlich halten sein. können. Ja. Und das ist, du hast ja dann kleine Gruppen und da sind dann 2 Facilitators jeweils. Also wir sind ein Staff-Team von 18, kommt drauf an, Leuten halt. Ne? Und das 18 muss man, plus 30? Plus 30, die hinten sind, die plus die Participants vorne. Ne? Also das ist schon, und du gehst ja wirklich in die Tiefen der Seele oder auch der Conditioning und auch wo Leute, der Schmerzen und
Dann gucken wir uns die Schattenseiten an. Das ist total intensiv. Ja. Ne, da will kein Mensch hingucken. Nee. Wir wollen alle sagen, ja, der da draußen, Trump, bla bla bla, die sind die Bösen. Ne? Aber keiner will seine eigenen Schattenseiten angucken. Wer möchte das schon? Und dann, wenn es passiert so viel neuer Raum. Also wenn die Leute da wirklich mit hinkommen und auch das zeigen und auch der ganze Sexkram, der da mitkommt, weißt du, all diese Addiction, die Menschen haben, ne, dass das mal raus darf, dass man damit Pornografie stehen meinst kann. du? Ja, Oder? total. Drogen, alles Mögliche. Ne? Ich kann damit da sein und dann kann das auch weiterziehen, dann kommt auch wieder Licht rein. Aber wir müssen dafür Verantwortung übernehmen. Aber das müssen wir natürlich als Leadership als allererstes Verantwortung übernehmen. Ne? Und das ist immer intensiv. Das ist immer eine intensive Woche. Ja, immer. Und am Ende ist es immer ganz wunderbar, wenn man den letzten Kreis macht und jeden Einzelnen in die Augen guckt. Und dann sagt man, ja, that's what we do the work. Dafür machen wir die Arbeit. Ne? Ja, es ist verrückt, dass es sowas gibt. Also ich habe immer nur zwischendurch gedacht, dass Menschen so sind, so liebevoll. Das ist einfach Wahnsinn. Und ich mag noch eine Sache sagen, weil die kriegen meistens ja auch das wenigste Licht erstmal zu den Menschen, die dorthin kommen, um andere beim Wachsen zu helfen. Du siehst eine Woche überhaupt nicht, wer das ist. Also da sind die ganze Zeit Menschen für dich da, aber die sind so unsichtbar, dass ich habe dann nach 7 Tagen gedacht, einfach nur mit Blickkontakt, darfst ja nicht reden, ob die Person das ist. Und das hat mich so gerührt, weil von dem hätte ich es eigentlich nicht erwartet. Und ich fand das, auch als wir die Handys dann zurückbekommen haben, nach einer Woche, das Spannende war, niemand von uns wollte das wiederhaben. Das ist immer so. Keiner will diese Dinger zurückhaben. Niemand. Die sind total überfordernd. Und wir haben da alle gesessen mit dieser Plastiktüte, das wird ja so eingeschweißt und dann kriegst du das wieder und alle so, nee, das soll hier bitte nicht aufhören. Ja. Aber das ist für jedermann so. Ne? Aber es erschafft eine Community auch, also egal ob du in Brasilien bist oder in Bali oder jetzt in Mandali, wo wir das oder in nächste Deutschland. machen. Oder in Deutschland natürlich. Ja. Es schafft eine bestimmte Grundregeln, wie man miteinander umgehen kann. Ne? Das heißt, offen sein, ehrlich sein und nicht alles auf andere drauf projizieren, Verantwortung übernehmen. Weißt du, dein Zeug klar haben mit Leuten, statt du bist oder was wir alle machen. Und wirklich gucken, was hat das mit mir zu tun, wie kann ich ja zu mir stehen. Und die Leute lieben die Path of Love Community. Ja. Deswegen kommen sie, weil da sind wirkliche Friends, da sind tiefe Freundschaften, werden da geschlossen. Ja. Und du kennst ja diese Menschen nach einer Woche auf einer Ebene wie sonst niemand. Ja, genau. Du kennst niemanden so. Ne? Du redest ja über alles. Und dich kennt auch sonst so niemand. Das stimmt. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich bin so unglaublich dankbar, dass meine Partnerin jetzt kommt zu dir, zu euch. Ich würde für mich, aber das ist jetzt nur meins, ich glaube, dass ich eine Beziehung zu einem Menschen, mit dem ich mein Leben teile, gar nicht führen könnte, wenn er oder sie, also in dem Fall sie, diese Arbeit nicht macht. Weil ich weiß, dass das ist der Teil, wo es wirklich auch in einer Beziehung drauf ankommt. Und ich bin unglaublich dankbar, dass sie kommt. Und ich bin so dankbar, dass Freunde von mir jetzt kommen, weil ich weiß, dass uns das auch auf einer ganz anderen Ebene verbinden wird, weil ich dann weiß, du hast dir deinen Shit angeguckt. Und das ist ja unglaublich heilsam in einer Partnerschaft. Ja, und in der Freundschaft auch. Ne? Ja. Wir haben ja auch das Path of Love Leader Team. Wir haben einfach eine tiefe Freundschaft miteinander. Wir haben jetzt im Mandali haben wir uns alle getroffen über 5 Tage und haben dann erstmal 2 Tage nur Clearing gemacht. Weißt du? Hinsetzen, was projiziere ich auf dich? Was hat das mit mir zu tun? Wie können wir miteinander wieder uns mögen? Ne? Und das kreiert wirkliche Intimität. Ja? Emotionale Intimität. Es ist so wie, das kreiert Freundschaft. Ja? Kreiert Offenheit. Ich weiß, woran ich bin. Nicht der quatscht hinter meinem Rücken irgendwas ganz anderes. Ja? Das ist so, die Leute sehen sich nach dieser Verbindung. Und das ist für mich auch das, was natürlich kommt, da viel Trauma hoch bei Leuten, was immer hochkommt.
Aber in dem Moment, wo wir Verbindung machen, ne, diese Verbindung, die wahrhaftig ist, das ist das, was heilt. Ja. Ja, wir waren früher, wir haben alle Trauma natürlich, aber das Schlimmste war, dass wir isoliert waren, dass keiner da war. Ja? Und das im Path of Love ist da jemand. Ne? Der sieht dich in deinem Schmerz, in deiner Überfordertheit, in deiner Verzweiflung oder in deinem Ärger oder in deiner Wut, was auch immer. Und sagt, ich bin da, du bist nicht allein. So wie du jetzt gerade bist. Ja, ganz genau. Und das kreiert diese wahnsinnige Heilung. Ja. Auf gesellschaftlicher Ebene. Ich habe letzte Woche gelesen, dass es noch nie eine Zeit gab, wo so viele Anfragen bei Psychologen sind und Psychiatern und es gibt keine Plätze. Wir sind in einer kranken Gesellschaft. Und du hast das vorhin kurz gesagt, du hast über Trump gesprochen und wie auch immer wir den jetzt bewerten, über Dinge im Außen sagen, formulieren wir es mal so, Kriege, Nöte. Und du hast dann gesagt, was eigentlich denn mit mir? Also, was eigentlich mit dem Krieg in mir? Genau. Was ist eigentlich mit dem Trump, Putin, wie sie auch alle heißen, in mir? Was ist mit meinem eigenen inneren Tyrannen? Ja? Was mache ich mit meinen Kindern? Ja, da plötzlich machst du irgendwas mit deinem Sohn und denkst, oh, das war jetzt aber nicht so gut. Jetzt, ne? Ja. Und dann tun wir so, das hat nichts mit mir zu tun. Mhm. Und da wirklich hinzugucken, den Schatten, wirklich da Verantwortung übernehmen und sagen, hey, ich bin eben auch ein, was auch immer, ne? Violent oder gewalttätig oder. Ja? Das ist ganz schwer. Ne? Die meisten Leute wollen das immer abschieben, das ist jemand anders. Das war deine Schuld. Was ist deine Vision? Meine Vision? Für die nächsten Jahre. Ja, einfach, dass die Arbeit weitergeht, dass wir wollen neue Leute trainieren. Wir brauchen neue Leaders. Wir werden alle ein bisschen alt. Du bist nicht alt. Naja, es hat seine, weißt du, wir brauchen junge Leute. Wir brauchen junge Leaders natürlich, die Arbeit fortsetzen. Ja. Wir sind alle, die meisten, nicht alle, aber einige von uns sind halt, Raffi und ich machen jetzt natürlich wir trainieren und wir gucken, dass wir neue Leute nach vorne bringen, die Arbeit dann wirklich weitertragen können. Also dass es nicht stirbt mit uns. Glaube ich nicht, dass es das tun wird. Ich glaube, dafür sind zu viele Leben verändert worden. Deshalb wird das automatisch weiterleben. Ich glaube das auch. Ne? Ja. Und deshalb das Internationale. Ich mag das auch, dass das in Brasilien ist und jetzt in Schweden und dann Mandalay und dann Bali und dann Deutschland. Ein bisschen so wie die Vögel. Ich habe jetzt auch mit anderen Kontakt. Man geht natürlich immer da eigentlich hin, wo es passiert ist. Also in meinem Fall Bali, was eigentlich der von Deutschland aus am schwierigsten zu erreichende Ort ist, weil es ist ja nicht Bali Denpasar, sondern irgendwo im Nirgendwo. Ich weiß, aber ist auch was, ich konnte ja nicht weg. Also natürlich kann ich weg, ich kann ja jederzeit gehen, aber da ist ja nichts drumrum. Und das macht halt auch was, in seine Identität mal abzustreifen eine Woche. Ja. Eine Woche nicht zu reden, das Handy nicht zu haben und das auszuhalten, mit sich selbst und seinen Schatten zu arbeiten, glaube ich, ist der Ort auch wichtig. Ja, aber dann, wenn du nach innen kommst, da ist so viel Reichtum. Ja. Ja, da ist sobald du in deinem Herzen bist, ist da ein so riesiger Reichtum. Ja. Wenn wir da so ein bisschen gucken und dann, egal wo du bist. Ja, dann ist der Raum egal, das stimmt. Das ist wirklich dann, wenn diese Verbindung da ist, ne, Menschen, und du bist angenommen weißt du, dir hört jemand zu und du spürst einfach, da ist dieser riesige Schatz im Herzen, ne, an den wir nie drankommen, weil wir zu verletzt sind, zu reaktiv. Ja. Ja, weil wir immer irgendwie dumm machen. Oder zu einsam. Das ist ja auch eine Krankheit unserer Zeit. Total. Wir sehen uns nach Verbindung. Ja. Und aber wirkliche Verbindung, nicht nur weißt du, alles okay. Meine Lieblingsfolie. Das wollte ich mir nämlich fürs Ende aufgespart. Ja. Ohne Mindreading zu machen, viele der Menschen, die das jetzt hier hören und sehen, haben genau wie ich was drüber gelegt, aber mir ist doch alles okay. Diese Folie hat mich Folie heißt, da schreibt jemand was auf und dann sitzt man darüber, wie du das so schön gesagt hast bei Osho und denkst dir so, das war so ein Moment für mich, saß da so, da stand einfach nur I am okay. Und innerlich habe ich dann nach 5 Minuten gemerkt, wie oft sage ich eigentlich, ich bin okay, wenn ich überhaupt gar kein bisschen okay bin. Und ich habe dafür ein Vierteljahr davor überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja. Als ich meine letzte Tour gemacht habe,
als mein Vater verstorben ist und ich mitten in der Scheidung war, ich war überhaupt nicht okay. Ich war jeden Tag auf der Bühne, aber ich war nicht okay. Und jeder, der mich gefragt hat, ist alles gut bei dir? Ja, ist alles okay. Aber es war ja gelogen. Ich wollte mich nur nicht dem stellen und war bis zu dem Zeitpunkt vor Path of Love auch nicht in der Lage, um eine Umarmung zu bitten. Ich brauche keinen Pfefferminztee, sondern eine Umarmung. Dass jemand da ist und sagt, ey, ist alles gut, wir kriegen diesen Abend hier zusammen hin. Aber das habe ich auch gelernt. Was verbirgt sich hinter dem ich bin okay, weil das ist eine Gesellschaftskrankheit. Ja, ja, ja. Und immer dieses sich über außen, über außen seine Löcher füllen. Über Instagram, weißt du, kriege ich genug Klicks hier, sehe ich gut aus, noch ein paar neue Klamotten, noch ein neues Auto, und immer über außen. Aber dann, wer bin ich hier drin? Wer bin ich wirklich? Und wie sterbe ich? Große Frage immer. Ja? Es ist ein kurzes Leben und dann sterbe ich mit beiden Händen offen oder sterbe ich mit Angst und mit Fäusten oder weil ich denke, ich kann meine Kreditkarte noch mitnehmen. Ja? Oder meinen Ruf oder was ich alles Tolles gemacht habe. Für mich ist das immer so, der Tod bringt dann Was glaubst du, kommt dann? Aufwachzeit. Was ist dann? Also. Ja, aber bin ich wirklich hier? Das ist ein total schönes Bild. Wie gehe ich eigentlich hier mit offenen Armen? Was immer, kann ich wirklich, ich habe immer früher gedacht, oh Gott, ich will nicht mit Panik sterben. Ne? Kann ich wirklich mit offenen Armen loslassen? Und kannst du das? Kannst du das? Ja, ich glaube schon. Eine Menge mehr als es früher. Ja, doch, ich glaube schon. Das ist schon gut so. Das ist ein schöner Abschluss. Ganz schön. Ja, das ist ein Mit dir zu sein ist auch ganz schön. Ich fand das ein ganz, ganz tolles Gespräch. Es ist eine Wahnsinnsfreude, in deiner Nähe zu sein, weil du ja das erfunden hast, wo ich war. Und zeigt mir halt auch so viel, dass wenn man eine große Vision hat, Menschen wirklich zu helfen, dass das sich weiterträgt, dass die Welle größer wird. Das möchte ich total. Ja, und das fühle ich so stark, weil ich sage immer, wenn du der Welt sagst, wo du hin willst, dann stellen sich einige schützend da um diese Vision rum. Und das machen bei dir und bei euch weltweit so viele. Und Stimmt, dass ich einer der eurer Schüler sein darf, das ist einfach eine ganz, ganz große Freude und Ehre. Und da weiter zu lernen. Ich habe mich ja gerade beworben, da habe ich noch keine Antwort bekommen, ob ich noch weiter lernen darf. Da musst du dich nämlich überall bewerben. Also für all diejenigen mal, die bei unserem Programm 20 Minuten Telefonat führen, wo wir gucken, hast du eine Vision? Das hier ist anders. Da muss ja, oder? Ja, natürlich. Du musst ein Interview vorher machen. Ja, aber das ist auch gut. Da fängt schon an. Ja, fängt es schon an. Da geht's schon los. Da geht's schon los. Also wie ihr hört, ich habe die Antwort nicht bekommen, ob ich genommen wurde. Aber wir gehen gleich noch essen. Natürlich wirst du genommen. Oh, danke schön, Gott sei Dank. Gar keine Frage. Come on, Tobias. Das ist überhaupt keine Frage. Es ist wunderbar, mit dir zu reden. Du hast ja auch ein tiefes Verständnis und ich schätze deine Ehrlichkeit und deine Bereitschaft, dahin zu gucken. Mit deinem Job ist nicht so easy. Ja. Weißt du, man hat ein bestimmtes Ding und man macht da und das läuft das alles. Das habe ich jahrelang gemacht. Da. Und du verdienst viel Geld damit und du denkst, du bist, weißt du, du hilfst Menschen auf dem Weg und so. Und da wirklich zu sagen, du, jetzt gucke ich nochmal genau hin, ist nicht so einfach. Ja, vor allem habe ich immer mehr gemerkt, dass ich überhaupt nichts weiß. Es ist doch das Tollste. Das ist eigentlich, machst eine Türe auf, denkst, oh, jetzt bin ich halb erleuchtet und merkst, oh no, hier sind 30 andere Türen. Das ist ganz schön doof. Das kenne ich auch. Ja. Das kenne ich auch. Ja, aber ich meine, da fängt es an, weißt du? Ja, da ist der Anfang. Da findet Leben da geht's los. statt. Ne? In dem Moment, da ist man lebendig, in dem Unknown. Ja? Obwohl das heute die Welt so crazy ist und so weiter. Aber in diesem Moment, und das macht ihr so toll, dieses Unknown. Du weißt 7 Tage nicht, was in der nächsten Minute passiert. Und das Gehirn das Gehirn ist ja richtig, vielleicht das noch am Ende. Das Gehirn ist ja richtig brutal, ne? Also, was mein Gehirn mir erzählt hat da, was dann noch passiert und das ist ja wirklich Wahnsinn. Solltest du jetzt ein Inner Calling nach all den Warnungen, die wir gegeben haben? das ist auch eine Einladung. Genau. Du sprichst die Einladung aus, ich die Warnung.
Also Nein. wenn ihr fühlt, das ist genau das, diese Sehnsucht meines Herzens, das habe ich jetzt. Also ich fühle das in mir. Nicht nur ein kognitives, oh, klingt nach einem netten Seminar, sondern ein inneres Gefühl eines quasi ich muss dahin. Dann schicken wir dir natürlich hier, entweder wo du das gerade hörst oder bei YouTube, den Link darunter. Da kannst du dir das in Ruhe anschauen. Path Retreats, ne? Oder Ja, Path of Love. pathretreats.com, ja. Genau. Und ich freue mich natürlich total, wenn ihr kommt. Ja, ich mich Ja. auch, für jeden, Weil ich der es wirklich macht. immer so froh bin, wenn Leute sich trauen und dann so dich zu sehen, wie du strahlst und wieder ein neues Leben anfängt. Denke, ja, genau, that's it. Ja. Ja, dafür bin ich hier. Darf ich dich noch einmal in den Arm nehmen? Gerne. Dankeschön. Gerne. Danke dir. Vielen Dank. Ganz Und schön. euch, ja, danke, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Und gibt es noch was? Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Tobias, dass du mich eingeladen hast. Ja. War ganz schön mit dir. Ich habe das sehr genossen. Ich auch. Ich liebe deine Lebendigkeit und deine Bereitschaft, hinzugucken. Hm. Deine Liebe. Ja, dann mit mir ein anderes Thema. In diesem Sinne, Doch. euch eine schöne Woche und beehrt uns bald wieder. Jetzt rede ich wie mein Vater, weil ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Das ist gut. Das ist immer gut.